Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich ein Pull- bzw. Rückentraining für euch, was ihr zu Hause, im Sportstudio oder auch draußen absolvieren könnt. Nehmt euch gerne noch eine Sekunde Zeit, bevor wir anfangen, um den Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen hoch zu geben. Und dann geht es jetzt auch schon los. Viel Spaß, haut rein! Ich werde euch alle Übungen mit Satzzahl, Wiederholungszahl und der Pausenzeit in die Videobeschreibung packen und euch natürlich auch mit Kapiteln versorgen, falls ihr hin und her scrollen möchtet. Und dann kommen wir direkt zur ersten Übung, und zwar zu den Klimmzügen. Diese werden wir mit einer 3 Sekunden langen Negativen ausführen. Dementsprechend solltet ihr euch eine Progression wählen, wo ihr 4 Sätze à 6 bis 8 Wiederholungen schafft. Ob ihr das mit einem Band macht als Unterstützung oder einfach frei oder vielleicht sogar Zusatzgewicht nehmt, das ist wie gesagt euch überlassen. Schaut wie gesagt einfach, dass ihr auf ungefähr 6 bis 8 Wiederholungen kommt. Zwischen den Sätzen solltet ihr mindestens 2 bis hin zu 3 Minuten Pause machen. Dann kommen wir zur nächsten Übung, und zwar den Australian Pull-Ups. Dadurch haben wir jetzt das vertikale und auch das horizontale Ziehen abgedeckt. Hier machen wir auch 4 Sätze, allerdings 8 bis 10 Wiederholungen mit einer Pausenzeit von 1,5 bis zu 2 Minuten. Ob ihr das Ganze an Ringen ausführt oder an einem Schlingtrainer oder an einem Dipbarren oder Stuhl oder Tisch, ganz egal, nehmt irgendwas, wo ihr euch unterlegen könnt und euch hochziehen könnt. Kommen wir dann zur nächsten Übung, und zwar den sogenannten Scapular Pull-Ups, die sich im Endeffekt darauf fokussieren, dass man aus dem toten Hang die Schulterblätter nach hinten und nach unten zieht. Und zwar auch in der negativen Phase bitte kontrolliert und nicht einfach so dann in die Schulter reinfallen, sondern das Ganze auch wieder kontrolliert lösen. Das sorgt erstens dafür, dass man lernt, sein Schulterblatt kontrolliert anzusteuern und zu kontrollieren. Und zweitens macht es euch in der unteren Position beim Klimmzug einfach stärker. Hier macht ihr 3 Sätze mit 10 bis 12 Wiederholungen und einer Pause von ca. 90 Sekunden. Als nächste Übung haben wir das Hüftheben auf dem Boden. Dazu setzt ihr euch auf den Boden, Beine sind so weit ausgestreckt und eure Hände positioniert ihr hinter eurer Hüfte. Und alles, was ihr jetzt machen müsst, ist die Hüfte nach oben zu drücken. Und dann werdet ihr direkt merken, wie euer Trapez, eure hintere Schulter und euer unterer Rücken direkt anfängt zu arbeiten. Zusätzlich haben wir noch ein bisschen den Trizeps mit drin. Ist nicht ganz so wild, aber es lässt sich einfach in der Übung nicht vermeiden. Und ihr arbeitet zusätzlich noch an eurer Mobilität. Schaut auf jeden Fall, dass ihr das Ganze in der oberen Position so 1 bis 2 Sekunden haltet und dann wieder kontrolliert nach unten ablasst. Hier wollt ihr auch schauen, dass ihr 3 Sätze mit ca. 10 bis 12 Wiederholungen macht und euch zwischen den Sätzen 90 Sekunden Pause gönnt. Als nächstes haben wir dann die Face Pulls mit einem Fokus auf Außenrotation. Und da geht es dann eben nicht darum, einfach irgendwas in Richtung Gesicht zu ziehen, sondern wirklich eine Außenrotation in der Schulter stattfinden zu lassen, um eben das Ganze auch ein bisschen nachhaltig zu kräftigen. Wenn ihr nicht wisst, wie das Ganze funktionieren soll, dann kann man sich das ein bisschen so vorstellen, als wenn man eben nicht nur einfach was zum Gesicht zieht, sondern als wenn man den Arm so ein bisschen über die Schulter nach oben dreht. Auch das funktioniert super an Ringen. Ihr könnt natürlich auch ein Gummiband nehmen, wenn ihr keine Ringe habt. Da ist der Bewegungsradius leider bloß ein bisschen eingeschränkt, da ihr euch das Gummiband ja nicht durchs Gesicht ziehen könnt. Hier wollt ihr auch 3 Sätze mit 10 bis 12 kontrollierten Wiederholungen machen, mit einer Pause von 90 Sekunden nach jedem Satz. Und die letzte Übung, die meiner Meinung nach in keinem Rückentraining fehlen darf, sind Bizeps Curls. 3 Sätze, 10 bis 12 Wiederholungen. Auch hier, ob ihr es mit Hanteln macht, mit Ringen, mit Bändern, mit Flaschen, Rucksack, ganz egal. Hauptsache der Bizeps kriegt zum Schluss noch mal ein bisschen was ab. Nehmt euch auch hier nach jedem Satz 90 Sekunden Pause und dann habt ihr es auch schon geschafft. Ich hoffe, das Format hat euch gefallen, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid vor allem ins Schwitzen gekommen. Meine Idee war, das Ganze nochmal für Brust, Beine und auch für den Handstand zu machen. Lasst mich gerne mal wissen, was ihr davon halten würdet. Wenn ihr ansonsten noch irgendwelche Fragen habt, Kritiken, Anregungen oder sonst was, alles gerne unten in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao!